Achso, das ist ein tatsächlicher Fakt, über den es diverse Artikel und Videos gibt. Was? Dass Smashbros Spieler einen besonderen Geruch haben? Was? Was? Smash-Spieler, wie riecht ihr? Ich habe es vor ein paar Jahren das erste Mal mitbekommen, als Linkes sich beschwerte, wie schrecklich der Gestank jedes Jahr bei Games Done Quick in Smash-Raum ist. Was? Es gibt wirklich krasse Videos darüber. Was? Ist das einfach so ein Meme? Über das sich die Leute so lustig machen? Oder was geht da ab? Oh, schlecht. Naja, es sind nicht nur Smash-Spieler, sondern echt allgemein. Ja, aber es geht ja gerade, dass genau explizit Smash-Spieler besonders stinken. Kein Meme. Atrax hat mir auch einiges darüber erzählt, wie angenehm die Events sind. The fuck? But all I can do is associate my experience with facts. Whenever you walk down certain hallways around the Nintendo booth, there were smells that I could not associate with any other part of the show. And it came to the point where me, Simmons and Also sie spielen gerade Smash. Das muss ja in dem Raum richtig mies stinken, oder? Jessica would avoid that place entirely and we would go all the way around. There were some smells, yeah. Also es muss ja irgendeine Gemeinsamkeit, irgendwas in Smash Bros. Trifft die Community irgendwie, dass sie zu einem quasi eine Menschengruppe sind. Es ist einfach nicht nur Fighting Games. Es muss ja irgendwas in Smash spricht genau die perfekte Gruppe an. And it was yeah, the competitive standby line people. Woo! Excuse me, sir. I hope my horrible smelliness won't be a distraction to you. Not at all, boy. Ich war eine Zeit lang regelmäßig auf lokalen Smash-Turnieren und da rochen alle gut. Aber das war auch in der Uni. Poor hygiene and Smash players. These two things seem to go hand in hand within the Smash Brothers community. Whether it's players who reek of the most horrific scents, entire venues that should be quarantined for their toxic odors, or just sickening stories of the bizarre and gross acts done by players. There's been a stigma circulating around about smelly Smash players. Während der RTL durch die Messe geht und sagt, oh, Gamer waschen sich nicht und alle rasten aus. Und bei Smash ist es okay, wenn man das sagt. Die stinken alle. And how commonplace they are. I'm going to be breaking down many of the most repulsive instances involving these unwashed Smash players, ranging from big events and star players to specific stories told by... Also ich sag mal so, auf so Spielemessen stinkt's immer gigantrös. Also das auf jeden Fall. Members of the community themselves. Und vor allem ist es so, das Schlimmste ist auch immer so in der Gamescom auf jeden Fall, wenn es halt ja so eng ist und zwischendurch so alle paar Meter oder sowas kommst du an irgendjemanden vorbei, der so extrem nach Schweiß stinkt. Du gehst so, für eine Minute lang ist alles in Ordnung, alles riecht halt nach Messe, ne, alles normal und dann kommt einer vorbei, wo es richtig widerlich ist. Und genauso auch, dass du irgendwie durch die Halle gehst und du merkst einfach, wie gerade der vor dir mies einen fahren gelassen hat. Richtig widerlich. And before I continue, I just want to say I'm a fan of the Smash community. I'm in many ways in it. I'm friends with many players. Don't take what I'm saying too personally, but seriously, some of you need to take a shower. First, let me set the scene for how Smash tournaments... Smash-Spieler, bitte duscht euch. Bitte bestätigt das Meme nicht. Auf Yu-Gi-Oh! Turnieren soll es teilweise auch extrem schlimm gewesen sein. Generally work. On the smallest level, there's usually a local scene in most major cities. Mochte den Smash-Spieler, der sich während eines Matches eingekackt hatte, weil er nicht aufstehen konnte.
Stinken die deshalb? Weil die sich alle einkacken? Cities or regions. The next level above that are large tournaments, specifically held for Smash, like Apex and Genesis. And above that, you have large international events that host a variety. Also, als ich meine Smash-Zeit zu Melee auf dem Gamecube, wo ich sehr viel gespielt habe, den ganzen Tag gespielt hatte, habe ich mich mal da eingeschissen? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Of games, including Smash Brothers. These are events like DreamHack, Gamescom, and EVO. All of these events are attended by serious competitors, casuals, and spectators alike. In dissecting the disgusting... Na, vielleicht verdränge ich es auch nur. Vielleicht habe ich wirklich mal beim Spielen mich eingekackt, weiß ich nicht. Plague of foul odors within the community. Let's start with some of the main... Ich war mal auf einem Magic-Event, seitdem trifft mich nichts mehr. War es so schlimm auf dem Magic-Event? Vom Geruch her oder weswegen war es so schlimm dort? Major events and the stories Big events, big stink. Rubber Ninja of Game Grumps made a comment on r/gaming talking about his experience. When I was visiting America, I got dragged along to one of the big Smash Brothers tournaments being held in Northern California. Oh my god, everyone there smelled so bad. Every day they rocked up to the tournament in the same clothes. In fact, the entire room just stank like hell. Going out to stand by the people smoking was like getting fresh air in comparison. Another tale from Reddit comes from a post titled, I'm at my first tournament. Why don't people shower? I was standing next to... Als ob das wirklich so ein Ding ist. Junge. Bruder, Magic Event. Alle stanken nach Scheiße und waren creepy. Also ich kenne einen Magic-Spieler, der stank nicht nach Scheiße. Und creepy ist er schon manchmal, ja. Guy who smells like a rancid piece of ham. Edit. Faced a little girl. Feel guilty for winning. The situation is so bad that there have even been attempts to create hygiene guides and instructions for players who apparently don't know War er gut? Deschke, warst du gut in Magic? Bist du gut in Magic? the basics of self-care, like this Reddit post giving out hygiene tips, and this tweet from Melee player Tafo where he says, going to be writing a Summer of Smash mini guide for all of you that are interested in traveling. Hashtag deodorant. Venues used for Smash have become notorious for their foul smell. One tournament organizer from Tallahassee, Florida, issued this statement to attendees at his local scene. At the price of Dass sie den Post damit anfangen müssen. This is not a joke post. So please, take it seriously. losing a bi-weekly tournament, we cannot afford to have the place smelling terribly as it has been. Being labeled by some to be Stinky Day when tournament day comes around. Junge! Oh Mann. Wenn du ein Smash-Event veranstaltest, musst du direkt den Veranstalter, den Besitzer des Ortes fragen, ob irgendwie einen Tag danach schon direkt das nächste große Event kommt. Wenn nicht, wir müssen die Halle für eine Woche mieten, damit der Geruch noch Zeit hat zu vergehen. You know those Florida players are gonna have a special kind of musky scent to them with all that Florida swamp ass. Some tournament organizers have even taken matters into their own hands, like this guy from NorCal who made a post on Smashbros stating, I'm implementing a professional rule, which states, in short, I have the right to DQ you if it's clear that you are not keeping up with your hygiene. Junge, du kannst erst am Turnier nicht mitnehmen, weil du stinkst. Imagine, du kommst ins Finale und hast morgens nicht mal geduscht vom finalen Kampf, gehst da auf die Bühne und der sagt, Junge, du stinkst. Disqualifiziert. Suggest other tournament organizers do the same. And immediately, the original poster was met with criticism. Yup, big you to people who can't afford everyday showers. One of the major Smash Brothers events, Big House 4, actually added in their official rules that entrants must take a shower. Our event security includes a bouncer at the door who won't hesitate to refuse entry to anyone who has a personal hygiene issue. Junge, einfach offizielle Regeln, du musst dich waschen. Junge.
This isn't a joke. And finally, a friend of mine and Smash player Bear shared with me his personal story of putrid smells at one of these events. Yeah, so a couple months ago, I went. Ja, wenn du ein medizinisches Problem hast, dann ist das was anderes. Aber ich denke mal, nicht alle Smash-Spieler haben ein medizinisches Problem. To an event. Ja, einfach so Deckensprenkler anmachen, Junge. Schön noch mit Seife rein, so ein bisschen wie bei Blade damals, der Tanz, wo dann die Blut von der Decke kommt. Nur da kommt dann halt so ein bisschen gut riechendes Wasser raus. Called DreamHack Atlanta. It was a really, really big convention center. And eventually, I made my way over to the Smash area because I really like to watch Melee. Well, inside the event, they were cooking like hot dogs and burgers. It was pretty smoky in a lot of areas. So eventually, I started walking up to Smash, and the smoke was immediately being replaced by this new, just rancid smell. And it was very just. Was heißt überhaupt? Ranzig, okay. Dachte ich mir schon. Disgusting, and like it's indescribable how bad it really smelled. And it was just so disgusting, and I eventually just left and never went back to that corner. But I was just amazed by how bad one section can smell just by the Er war sogar amazed. Smash community. Going deeper than these general events, these next stories and incidents come from specific cases involving individual players. Smash Ultimate seems to have brought upon a new breed of gross gamers. At an event hosted by Collegiate Star League, a K-Rule main of all things, way to give us a bad name, was seen drinking some unidentified fluid directly out of an Elmer's glue bottle. But some Snackt der Kleber? Oder hat er einfach die Klebeflasche befüllt mit einer geilen Flüssigquelle, weil er sich dachte, so, ja, eigentlich ist so eine Klebeflasche eigentlich echt ein geiler Behälter, um zwischendurch sowas zu trinken. Wie so ein Trinkpäckchen, was du aber wieder verschließen kannst. Sometimes things go even beyond the lack of personal hygiene. In some instances, there are players who lack basic potty training. A Smasher Ist das der sich eingeschissen hat? Der hat was geklebt. actually shit their pants mid-set at the monthly last night, in utter disbelief. Excuse me? What the f? Did they keep playing through it? Yeah, played through it, won the set, left after. I didn't go, but everyone said that the venue reeked like shit. Imagine, du scheißt dich einfach ein während dem fucking Event. Aber du willst da natürlich auch nicht gehen, so, keine Ahnung, du bist ja gerade mitten im Fight und du willst ja auch nicht, das Doofe ist ja, du willst ja nicht aufstehen und sagen, yo, sorry, können wir kurz pausieren? Ich habe mich fett eingeschissen. Von einem riesigen Publikum. Was vielleicht sogar noch live im Stream läuft, wo dann irgendwie noch zu Hause super viele Leute sich das anschauen. Junge, du bist ja zum Todesmeme. Wenn du einfach aufstehst und sagst, kann ich kurz Pause machen? Ich hab mich eingeschissen. Bro. Imagine, du bist bekannt, da du dich fett eingeschissen hast. Ja, ich meine, da denke ich mal auch irgendwo eine Art und Weise, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist auch ganz nett, ne? Man kann seine Marke auch so verkaufen vielleicht, ne? Imagine, du gewinnst das Set und sagst dann, yo, geh mal auf Klo, ne? Kommst du Turnier, bedienst deine Gegner, scheißt dir in die Hose, sagst nichts, geht's nach Hause. The smelly situation has gotten to a point where even the upper echelon of the Smash community, the pro players, the community organizers, even they are unable to ignore how out of hand and, incidentally, out of deodorant these players apparently are. EVO champion and prominent Melee player Leffen even had some concerns about the lack of deodorant in Smash tournaments. Damn, this anime con/Smash tournament is in desperate need of a deodorant sponsor, haha. Interestingly, there even seems to be some debate within. Oh, ich weiß nicht, vielleicht sind die alle viel zu empfindlich, keine Ahnung.
Heißen die einfach viel zu empfindlich? Und heulen nur rum? Dass das so schlimm ist. Ich kann mir, also klar, wenn jemand sich einscheißt, ja, es wird wohl mega mies stinken. Aber als ob es so schlimm riecht. Aber ich meine, wenn man sogar offizielle Regeln macht, dass man sich duschen soll, da muss ja schon was dran sein, ne? Vielleicht ist das auch so ein ungeschriebenes Gesetz unter Smashbros Gamern, die zu Events gehen. Dass es so ein ungeschriebenes Gesetz ist, man bereitet sich darauf vor, indem man sich irgendwie eine Woche nicht duscht oder so. Community regarding how much people should be expected to shower. Pro Smasher Anti tweeted out that showering every other day isn't normal. Instead, people should do it every single day. But Super Smash Shirts challenged this claim, stating that actually showering every day is bad for you. Somehow. Ja, du musst dich auch nicht unbedingt jeden Tag duschen und so. Aber keine Ahnung, wenn du da 2 Tage auf diesem Event bist, oder 3 Tage, du bist 2, 3 Tage auf diesem Event, da solltest du dich vielleicht jeden Tag duschen, weil da sind ja dann super viele Leute und du nimmst ja super viele Schweißgerüche von den anderen an deinem Körper auf und so weiter, weil man ja sich die ganze Zeit ja anfasst und der Gestank ist ja da in dieser Halle und so weiter, ne? Dass man vielleicht während dem Event, dass sich jeden Tag duscht, ja, aber so außerhalb von so einem Event, in deinem Daily Life, wenn du da nicht jeden Tag duschst, dann wirst du dort auch nicht stinken wie Scheiße, so, ne? Aber bei so einem Event sollte man das vielleicht täglich machen. Also kommt drauf das Event an. Wenn es so, zum Beispiel sowas wie Gamescom, wenn du einen Tag auf der Gamescom bist, du bist abends so heftig am Stinken. Weil du schwitzt ja selbst, klar, und alle um dich herum schwitzen dich auch noch voll. Also du bist ja dann schon komplett voll mit anderen Schweißgerüchen und so, ne? Oder frische Klamotten oder so, halt natürlich auch wichtig, ne? Vor allem das, was ja auch so extrem meistens sehr stinkt, ist ja Schweiß, der getrocknet ist und dann wieder auffeuchtet. Wenn du ja schwitzt, wenn du frisch aus der Dusche kommst und direkt schwitzt, dann stinkst du ja nicht erst. Wenn der Schweiß aber trocknet und dann wieder ja feucht wird, dann kommt ja meistens immer dieser extreme Geruch. So, ne? Aber deshalb, ja, solltest du, wenn du auf so einem Event bist, am besten jeden Tag versuchen zu duschen oder wenigstens die Klamotten zu wechseln, die schon eingeschwitzt sind, so, ne? Join Smash Game, shits pants, absolutely crushes you, leaves, refuses to elaborate further. Man kann sich ja auch ohne Dusche frisch machen, flink, ja. Deo nutzen, neue Klamotten anziehen, ja. Nach dem Tag Gamescom will man doch auch einfach nur duschen, ja. In der Regel dusche ich jeden Tag, morgens oder kurz bevor ich rausgehe. Also ich dusche nicht jeden Tag. Keine Ahnung, aber gut, ich sitze auch zu Hause, aber ja. Also wenn ich auf so eine Convention wäre, dann würde ich dort jeden Tag duschen, ja. And quite frankly, this makes me call into question the cleanliness of the shirts they are selling. But even if players manage to shower, it's not always enough. Smash commentator Kataro points out how smelly clothes and, once again, the lack of deodorant still causes foul odors. Streamer Dominic B tweeted, "For Smash Bros. Melee EVO Finals, they should just have a judge smell the top player to see who actually took a shower and wore deodorant. Please, pack deodorant! Yo niggas learn every fucking true combo except one of the most important ones. Soap combos, directly into water, two-stock your odor. Yo is sitting here worrying about character tiers when your hygiene is bottom tier. Clean yourself, wash your nuts, deodorant." Is anyone else sensing a theme here? Who would have thought? Who would have thought? Oh no. Er macht's. Er tut es. Das sollten alle tun. Smashers, dude. We're having way too much fun right now. I reached out to former Melee streamer and Vorbild, semi-pro ja. player Coffee Black, who shared with me his haunting experience at a local Smash tournament. Die müssen auf so Smash-Tournaments, müssen die noch so einen Stand haben, wo die dann irgendwie so sowas wie Kostproben, so diese kostenlosen Kostproben ergeben. Nur halt nicht als Kostproben, sondern dass jeder das da auch benutzt.
Oder so eine Anlage, Junge, wie so in Sci-Fi-Filmen, wo du dann reingehst und dann du so bespritzt wirst und angesprüht wirst, damit so alle Bakterien weg sind und so und du dann in den sterilen Bereich gehst. So muss das an jedem Eingang von so einer Convention sein. Immer wenn du reingehst und dann bist du sauber. Worst story I have of a smelly smasher is from a weekly a few years ago. So I was the first one there, and it was in the basement of a bar, which was a pretty big room. As people started to come in, I noticed that it started to really fucking smell in that place. And everybody that I was chilling with that was coming in also was like, man, what's the fucking smell? It smells like fish. And so at first, I didn't even think it was coming off a person because that place used to leave the food on the counter. So like if I ordered fish and chips, they would leave it at the bar until I went to go get it. Let's say I was playing a tournament match, I can't get it right away. So I figured like there's fish lying around or it's in the garbage or something rotting overnight, but it was so strong that I had to look around. And when I looked around, my other friend was looking with me and he actually made a lap around the room and found the source from a person. And by this point in the tournament, it's about halfway through, people are complaining that it fucking smells. People are not going to that side of the room to play friendlies. People are not happy. And even the staff is complaining that it smells to the TO. And so it's Imagine, du musst zu ihm hingehen und sagen, kannst du bitte, so Security kommt zu dir und sagt einfach, kannst du bitte gehen? Ich muss dich leider rausbitten. Du stinkst. Ich muss dich leider rausbitten. TO takes the guy aside who we found, we pinpointed, and pulls him and says, like, you know, you have to take a shower, you have to leave, people are complaining. And the kid looks super embarrassed, and the TO handled it well, but it was pretty sad, you know. Also ich meine, sogar so, was du sagst mit Konzerten. Ich war auf super vielen Konzerten, sogar da, wo halt ja alle insane am Schwitzen sind, ne? Weil alle bewegen sich, alle tanzen rum und so weiter, sind alle so insane am Schwitzen. Nicht mal da stinkt das wie zum Beispiel auf der Gamescom. Because this guy came with a bunch of friends and like it's like no one's ever told him that he smells this bad, that I can smell him from across a big room. Looking deeper into this, perhaps the reason Smash players have a reputation for being so foul is that, just like their gameplay, they're simply following in the footsteps of some of the greatest and most idolized players to ever touch the game. The massive unit you see in front of you is Mango, working his way to the top of most tournaments and rivaling the best to ever play. Mango, he's known as the Smelly Smasher. dedicates himself to Smash, so much so that the moisture content in his hair rivals that of an Amazon rainforest. Speaking of nature, he is often seen in his wild habitat gorging on some sort of fat-filled, calorically dense feast, followed by a beer or four. However, according to an anonymous tip, Mango amazingly does not have any foul odor emanating from his body at tournaments. Therefore, Mango is merely known as the Beast for his unkempt and messy menagerie of manliness. Gushing out of every pore of this man's face paints a picture of one of the most sweaty Smash players of all time. His name is Hacks, his game is Wax. Some Smash theorists believe the sheer amount of calories burned from the cognitive demands of spamming a bunch of stupid fucking buttons every match leads to the immense deluge of sweat that comes out of every pore. Therefore, Hacks is known as the Geyser. Picture a local Smash tournament. Now picture it filled with naked Instagram models all crowding around one player. That player is Mewtwo King. Known for regularly having obscene sex at Smash tournaments, even while playing, Mewtwo King does not give a fuck what anyone around him thinks or how gross it can be to see this level of intercourse. Nobody wants to hear the loud moans and smell of all that sweat in the air. For this reason, he is known as Mewtwo King. Loves to Hat er gerade eine Burger King Krone aufgehabt? It's hard to say exactly why Smash players smell so bad. Perhaps the focus required to play the game creates a sweaty situation. Maybe Smash fans love the game so much that they don't have time to focus on their personal hygiene. Aber die Ausrede funktioniert nicht, dass man so angestrengt spielen muss und dass man anfängt zu schwitzen. Die Ausrede funktioniert nicht. Wie gesagt, ich war auf super vielen Konzerten und da stinkt es auch nicht so hart. Und da schwitzen ja alle noch mehr.
Da sind alle schweißgebadet nach dem Konzert und während dem Konzert. Und da stinkt es nicht so. Das sogar dann in geschlossenen Hallen. So, keine Ahnung. Nicht irgendwie draußen auf dem Festival, sondern wirklich in geschlossenen kleinen Clubs oder so. Da stinkt das halt auch nicht so. Instead, solely dedicating their lives to their craft. But one thing I have learned in life is that you can either be a sweaty Smash player or a person who knows how to use a stick of deodorant. It's $1. Come on! Any store! Hat er extra gekauft für das Video. Editor's note. In lieu of recent events during Pound Habt ihr welche 2019, benutzt? my deepest condolences go out to Hungrybox, who was viciously attacked by a lifeless crab thrown onto the stage by an attendee. A deeper question arises here that I'd like to pose to you, the viewer. How is it, you think, that this large, dead crab was hanging in a... What the... Wieso wird er mit einer Krabbe beworfen? Hä? Also, erstens, jemand mit einem Tier zu bewerfen, das ist ja schon komplette Katastrophe. Zweitens, eine Krabbe? Wo ist die scheiß Krabbe her? man's pocket, presumably for hours in preparation for this targeted harassment. And yet, the salty stench of this dead crab was able to go undetected. How is it that such a pungent smell was able to be masked so well? One might even go as far as to say the poor hygiene within the Smash community was a major factor in allowing this perpetrator. Imagine, du wirst auf der Bühne von einer Krabbe beworfen. Mit einer Krabbe beworfen. Junge, what the fuck ist das für ein Szenario? To get away with the crab incident. Ist das irgendwie ist die Basis davon irgendwie ein Joke? Gibt es irgendwie so einen Begriff bei so Fighting Games, was man irgendwie so sagt, ja, du bist am Crabben oder so? Oder du bist ein Crabber? Und dann hat das jemand aus Jokes eine Krabbe gekauft und sie dann mitgebracht und ihn damit beworfen? Ich grabbe jeden Tag. Oder gibt es irgendwie einen Charakter bei Smash, der wie eine Krabbe ist? Du spielst schon krabbig. Yes, I did it! I'm the best Smash player in the world! Who threw this at me? Giant enemy crab. Giant enemy crab. Attack its weak point for massive damage. Giant crab enemy. Junge, ich komme nicht drauf klar, dass jemand wirklich eine Krabbe mitnimmt und damit jemanden bewirft. Crab. Giant crab enemy crab. Attack. Das erinnert mich an den Artikel, wo einer in Hamburg im Park seinen Pimmel gezeigt und eine Frau mit einer toten Möwe beworfen hat. Okay.